Stefan ist der Erste, den ich halt mehr oder weniger kennengelernt habe, aber nur weil er immer so blöd war in der Grundschule. So, den mochte ich eigentlich nie. Das war echt ein Volldeppen-Spacko. Dennis und Patrick, die haben sich irgendwie Zeit damit vertrieben, zu saufen und ein bisschen Krach zu machen. Unser Bassist war in einer Klasse mit meiner Schwester. Und die hat auch schon mal für mich so ein bisschen nach Musikern geguckt. Und ich glaube, zuerst kennengelernt habe ich Dennis. Ich kannte Dennis und Stefan von der Schule. Die waren beide einen Jahrgang über mir. War eigentlich eher mehr mit Dennis zusammen und kam dadurch so ein bisschen dazu, mit ihm zusammen Musik zu machen. Ein guter Freund von mir eine Band aufmachte, die halt Rostfrei hieß, und wir brauchten Bassisten, und er war nun, mein guter Freund, war auch Freund von Stefan, und wir haben nun keinen anderen Doofmann gefunden, der Bass spielen konnte. Dann musste das Stefan machen, und dann haben wir uns halt auch so mehr oder weniger zusammengeboxt. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, wir haben bei jeder Studio-Session haben wir einmal auf dem Boden gelegen und irgendwie uns gekloppt. Wir sind nach Nordheim gefahren, so eine kleine Provinzstadt, im nächsten besten Hi-Fi-Laden, wo sie ein Instrument hatten. Und das musste ich dann auch kaufen, genau diesen Bass, meinen ersten Bass. Und ja, es war eigentlich ganz witzig. So völlig unbedarft, von nichts eine Ahnung und einfach reingelatscht, und den möchte ich haben. Und mein komplettes Taschengeld, was ich angespart hatte, Konfirmation noch ein paar Überbleibsel, wirklich zusammengekratzt und auf den Ladentresen geknallt und her mit dem Instrument. Angefangen mit Dennis was anderes zu machen, weil ich wusste, dass er auch Interesse hatte und er ja so aus einer Synthie-Pop-Vergangenheit herkommt. Und wir haben irgendwie teilweise abendelang und nächtelang gesessen und haben uns irgendwie stapelweise CDs mitgebracht und vorgespielt. Und ich habe ihm versucht, irgendwie Sachen wie Beatles oder sonst was nahe zu bringen. Und er hat mir immer irgendwie Front 242 und Rick Springfield und solche Sachen vorgespielt. Und das war großartig, war ein toller Austausch.
haben ein paar Shows gemacht, auch ohne Sandra. Da haben Henning und ich dann versucht zu singen. Das war ziemlich fürchterlich. Wir haben auch die ganze Zeit gesucht, so 1,5 Jahre lang nach einem Sänger, aber unsere Musik war irgendwie so krude zu dem Zeitpunkt, da wollte keiner bei uns unbedingt singen. Dennis, ich und eben dieser Freund, wir haben zum ersten Mal zusammen gejammt. Und dann haben wir Sandra halt die Demo-Sachen von Guano Apes damals vorgespielt. Und das war ziemlich interessant, weil es ziemlich funkig und freakig war und für mich eine Herausforderung darstellte. Die ersten Songs dann mit Sandra zusammen, das war, glaube ich, gleich Maria. Den haben wir wirklich in den ersten 5 Sekunden, das ging sofort los und wir hatten gleich den Song und dann, glaube ich, noch 2 andere oder so. Das hat halt sehr gut gefruchtet und wir hatten sofort wir waren sofort auf einer Welle. Man machte nur einen Ton an, man fing an zu spielen, Sandra grölte ins Mikro oder sang und auf einmal waren Songs fertig. Also das war eine ganz kreative Phase in dem Moment, weil wir haben uns im Januar getroffen und im März hatten wir unsere erste Show. Dennis hat sich damals viel Mühe gegeben, uns so im Umkreis von Kassel bis Hannover irgendwo unter die Haube zu bringen bei Konzertveranstaltern. Stefan, soll mal die Ansage machen? Hallo, ich mache die Ansage. Ich bin Stefan Ude und sieht man mich überhaupt? Warte mal. Muss mal ein bisschen lauter. Jetzt? Klar, Kann er jetzt? ganz klar richtig. Mit der Nase auch? Ganz klar mit der Nase. Ob man mich auch hört? Hallo. Sag was. Sag jetzt was. Geh mal her. Sag du mal was. Geh weg. Aua. Aha, die macht... A7, Radio FFM und 102,4 sind wir gerade Kilometer. Hier, warte, geh mal kurz her, geh mal her. Warte mal. Du musst hier, glaube ich... Hör auf mich zu filmen. Ist das so dunkel? Henning, hör auf mich zu filmen. Hör mal auf jetzt. Immer die Kamera auf mich zu richten. Get away!
das Interesse ist ja doch relativ schnell an uns gestiegen. Also so, wir hatten immer so einen Aha-Erfolg. Das war geil, wenn wir aufgetreten sind. So. Natürlich auch speziell durch Sandra mit davor, weil die da reingegrölt hat, weil man das so in unseren Gefilden nicht so kannte unbedingt. So dass so eine Dorfband irgendwie jetzt so Rabatz macht. Haben wir überall eigentlich so ganz gute Reaktionen gehabt. Dass wir einen Plattenvertrag dann kriegen oder es irgendwann mal bis dahin schaffen, das hat keiner von uns so gedacht. Das war einfach so mega weit weg, das ganze Musikbusiness. Ich glaube, dass ich wirklich bis zum Finale von Local Heroes nicht geglaubt habe, dass so viele Leute sich dafür interessieren könnten, was wir machen. Weil das so ein ganz subjektives Gefühl war, Musik zusammen zu machen, wir 4. Und dann stehen da irgendwie ein paar hundert Leute und sagen, ja, großartig, ihr seid die Band, die es hier gewinnen soll. Du bist scheiße und doof. Was denn nun? Was soll man machen? Jetzt haben wir Wurst? Oder Wurst, Wasser, Score? Also es war auf jeden Fall sehr viel, was da auf uns reinprasselte. Aber ich habe das als Herausforderung angenommen. Und Druck gab es auch ein bisschen, aber die Neugier, die hat auf jeden Fall überwogen. Und ich war da einfach nur total gespannt drauf und wir haben uns da alle reingestürzt. Ich weiß sogar, dass wir uns vor dem Gig noch unterhalten haben bei dem Finale, bei der Entscheidung, dass wir gedacht haben, eigentlich wäre es doch gar nicht schlecht, wenn wir Zweiter werden, weil da gibt es einen Barpreis und dann können wir den irgendwie gut gebrauchen und verteilen und da hatten irgendwie alle Bands, die so im Backstage waren, hatten so ein bisschen Muffe und gedacht, nee, komm, macht ihr mal und ja, und dann haben wir gewonnen. Und plötzlich wurde das Ganze eine ganz schöne Dimension größer. Und wir sind ja letztendlich und glücklicherweise dann halt bei Guns Supersonic gelandet, weil ich glaube, viele andere hätten es halt auch gegen die Wand gefahren. Weil Wolle hat halt dran geglaubt und hat auch halt Geld investiert und hat sich auch Geld beiseite genommen und hat gesagt halt, entweder klappt es mit der Band oder gar nicht. Und das war... Dass es dann aber so abging, das war halt unfassbar. Es war nie meine Intention, Rockstar oder sonst was zu werden. Das war einfach, ja, das Ganze kam aus so, wie vertreibt man sich die Freizeit und womit hat man am meisten Spaß und kann die Mädchen beeindrucken und auch noch saufen ohne Ende. Erste Platte war eine böse Erfahrung, eine ganz böse Erfahrung. Wir wollten die ja schön live aufnehmen und wir dachten, wir sind auch schon so gut an den Instrumenten und wir können ja auch alles und sind ja so toll, dass wir einfach ins Studio gehen und nehmen halt die Platte live auf und die wird dann ruckzuck fertig sein. Ja, lass mal ein Album machen. Super, ja. Live ist das natürlich was anderes, da kann man so einen hinbiegen und dann ist das natürlich alles so chaotisch und laut und das hört sich dann irgendwie nett an, aber auf der Platte geht das natürlich gar nicht. Und da ist man sehr schnell an Grenzen gekommen. Es war auch total interessant, einfach zu sehen, was möglich ist. Und man hatte dann auch einen Background, wo man wusste, irgendwie, die passen auch ein bisschen mit auf und wie soll ich sagen, da kommt Feedback einfach von den Leuten und so. Und dann habe ich mich als Sängerin erst wirklich richtig wahrgenommen, weil ich gemerkt habe, ich stehe jetzt hier im Studio, ich habe hier ein professionelles Mikrofon, ich habe da einen Mischer vorne, der immer irgendwie möglichst schnell irgendwie eine gute Aufnahme haben will. Und da dachte ich schon, okay, Sandra, jetzt musst du beweisen irgendwie, dass du es drauf hast.
das war, ja, es war eine Lehrzeit. Und das hat uns aber allen ganz gut getan. Will you offer me some tricks? If I ever need them, would you go into that room? If I call them, do you think that you are better? Really better than the rest? You realize there's a problem. I know that you can give your best. Have you ever had a dream? Or is life just a trip? A trip without chances? A chance to grow up here? Open your eyes, open your mind. Round like a dog, don't pretend to be nice. Trap in yourself, break out and stare. Be that machine that works in your head. So, wenn ich so die Platte höre, die erste, muss ich schon sagen, ist nicht schlecht. Ich hätte es jetzt im Nachhinein anders gemacht, aber so trotzdem war es doch irgendwie wegweisend. Open your eyes, open your mind. Round like a dog, don't pretend to be nice. Trapped in yourself, break out and stare. Be that machine that works in your head. Open your eyes, open your mind. Round like a dog, don't pretend to be nice. Trapped in yourself, break out and stare. Be that machine that works in your head. Die erste Promo-Tour sozusagen, die ich gemacht habe, sollte ich eigentlich mit Sandra machen. Da war dann schön der Zug gebucht worden, so nach Dortmund, wo wir um 4 Uhr morgens halt aufstehen mussten. Und Sandra ist halt kurzfristig krank geworden. Und ich habe Henning dann um 3 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt und habe gesagt, hier, du musst mitkommen. Sandra kann nicht mitkommen. Dann haben Henning und ich uns halt in den Zug gesetzt, sind nach Dortmund gefahren, was damals ja fast schon eine Weltreise für uns war. Naja, nicht ganz so schlimm, aber... Und dann wird man halt an so einen Kaffee haben sie uns gesetzt. Und dann hieß es, na gut, und jetzt hier habt ihr euren Tisch, wollt ihr was trinken? Und dann wurden uns quasi alle 20 Minuten die Interviewpartner ausgetauscht. Und wir saßen da mit glänzenden Augen und haben halt erzählt, mit großem Enthusiasmus davon, was wir gemacht hatten. Und keine Ahnung, also wir haben irgendwie so völlig vor uns hingeplaudert. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir erzählen sollten. Also wir haben da gesessen und du kriegst auf einmal richtig Fragen gestellt von wirklich Leuten, vom Rockhard, vom Metal Hammer, von der Visions, von Radiointerviews und sowas. Und du denkst so, oh, das hast du zu Hause liegen, du liest selber so eine Sache, du hörst es und jetzt sollst du da auf einmal drin stattfinden. Wir haben halt so uns von der Seele frei weggeredet und sind dann, glaube ich, noch abends weitergefahren. Von Dortmund mit dem Nachtzug nach München mit schnarchenden Japanern, die noch zustiegen und mit 3 Stunden auf offener Strecke stehen und kamen morgens völlig versifft in München an und haben dann da weitergemacht. Man hat sich nie Gedanken über die Musik gemacht, man hat sie einfach nur gemacht. Aber wenn dann erstmal die Frage kommt, ja, was denkt ihr euch denn bei so einem Song? Dann sitzt du da und denkst, das sind Töne, wir haben halt einfach nur Musik gemacht zusammen, wir haben doch sonst kein anderes Hobby und da musste man erstmal lernen. Nein, haben wir auch gesagt zu Bravo Schminktipps und wir fliegen mit dem Heißluftballon mit, keine Ahnung, Freundin TV oder sowas. Also wo wir schon gesagt haben, hier, also muss nicht sein. Aber ansonsten haben wir da so eine Selbstregulierung drin, so eine Selbstkontrolle, dass wir, wenn irgendwelche Redakteure meinen, hier kann nicht Sandra vorne in dem Sessel sitzen und das können wir so hinrücken und die Band vielleicht da hinten weiter. Und Sandra kommt rein und setzt sich einfach hinten links in den Sessel. Und die zieht irgendwie so eine Klappe und sagt, ja, so ist es aber nun mal, müsst ihr irgendwie mit leben. Und so haben wir einfach immer unseren Umgang da auch gepflegt. Wir haben auch ein paar Sachen abgelehnt. Manche Sachen sind einfach auch von vornherein gefiltert worden, weil wir ein tolles Team um uns herum hatten. Bestehend aus Verlag, Plattenfirma, Management, die einfach schon genau wussten, okay, das tragen wir an die Band dran und das können wir einfach von vornherein knicken. Ich hatte eigentlich nie Bock auf Promo und die ganzen Interviews
habe ich mich eigentlich immer versucht rauszuhalten und zu drücken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da durchaus mit unserem naiven Charme jedenfalls einige von den Interviewern damals ein bisschen mitreißen können. So richtig bewusst drüber nachgedacht, da blieb gar keine Zeit irgendwie. Es war für mich so neu und faszinierend und dass man einfach irgendwie alles gemacht hat, also die Interviews und hin und her. Und es war auch verdammt viel. Ja. Kann man vorher nie wissen. Man weiß auch nicht, wie erfolgreich das zum Beispiel wird. Und wir haben das einfach alles gemacht. Wir haben auch Bock gehabt. Jede Platte hat so seinen, wie soll ich sagen, seinen Weg gehabt und seine Zeit und seine Erfahrung. Und das ist, wenn ich mir die erste Platte angucke, natürlich was irgendwie sehr Spezielles, weil es einfach unser Erstlingswerk war und da auch so viele Erinnerungen. Das romantische Bild mit der Lagerfeuergitarre im Tourbus, die nächsten Welthits komponieren, das war bei uns immer dann eher der zähe Prozess. Okay, kommt Proben, irgendwie ein bisschen Disziplin reinkriegen in die Chaosbande und lass uns mal zweimal treffen die Woche und dann lass uns jetzt mal nach Dänemark fahren und irgendwas muss doch bei rauskommen. Unsere Herangehensweise an Don't Give Me Names, gerade nach dem Erfolg, den Proud Like a God hatte, war, dass wir uns gar nicht lumpen lassen durften. Also das Album musste einfach total fett werden. Es musste richtig aufgeblasen werden. Und ja,
wir haben viel davon profitiert, dass Wolfgang Stach und Fabio Trentini als Produzenten uns geholfen haben, auch das Ganze dann irgendwie in eine Bahn zu lenken und diese 4 Querköpfe zusammenzukriegen und die Ideen dann zu fokussieren. Natürlich auch noch mal ein bisschen einen draufsetzen und dazu lernen. Ich habe mir irgendwie, keine Ahnung, Sänger, die ich verehre von der Gesangsart, irgendwie auch angehört und habe versucht, da mich irgendwie weiterzuentwickeln und für mich was Neues zu kreieren. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, gut und wichtig, dass wir so ein Ding hatten. Also halt, dass es trotzdem da irgendwo stand, auch mit den Songs. Problem war wieder, dass man sich selbst überschätzt hatte und man dachte jetzt, man könnte halt auch mitproduzieren und ganz gut. Und dann hatten wir erst Ronald Prendt ausprobiert als Produzent, Fabio Trentini war mit im Boot und dann kam Stachy auch noch wieder mit dazu. Jetzt kommen. Ich glaube, dass das speziell jetzt innerhalb der Band einfach damit zu tun hat, wie auch so ein Produktionsprozess abgelaufen ist. Und wir auch noch die Fresse groß aufgerissen, dass wir ja auch jetzt hier ganz toll mit produzieren können. Und dann war es ein tierischer Wust und hat Unmengen an Geld verschlungen, diese Platte. Und das Produzieren war echt anstrengend und nervig, irgendwie total doof. Amerika-Tournee mit POD und dann mit Creed, das hat alles überwogen. Also das war einfach nur schön. Nochmal muss ich da nicht hin, weil viele Städte waren einfach scheiße. Das Essen da grauenvoll. Man hat schon gemerkt, wir hockten ja nun ziemlich lang aufeinander in einem tollen Bus. Die gibt's ja hier leider nicht. Und wir haben natürlich Spannung gehabt ohne Ende. Aber Loaded focused on you. The pens are tight, you're ready to use. Searching for some trouble. So who's gonna be the one? And try to feed your hunger. Empty eyes, leading your own sorrow. No one to get on, no one to roll over this night, honey. Die USA-Tour war eigentlich eine Mischung aus einem riesengroßen Erlebnis und einem absoluten Psychotrip. Laboratories open as you blocked his head away. 21 is such a good number. Conversation lost its way anyway. Mal, dass wir die POD-Jungs gesehen haben. Und wir hatten echt so ein bisschen Schiss in der Hose, als die um die Ecke erstmal kamen. Und das sind dann ja trotzdem solche Bullen überall tätowiert und halt Schwatte. Und du denkst, oh Gott, halt bloß nicht den Mund aufmachen, kriegst du gleich in die Schnauze. Stellte sich heraus, dass es halt dann ja Christen waren und super nett und gläubig und auch kaum Alkohol und Drogen zu sich nehmen. Da konnten wir sie auf der Tour dann eines Besseren bekehren, glücklicherweise. Deswegen wurde das wahrscheinlich auch so entspannt. We are walking on a thin line. No, you better stay away from this. So shut your mouth and read my lips. We're just kids. Do you talk to me? Pull the strings so I can be a dog. You won't cover me up. 'Cause I'm the girl who kissed the dog. Kiss the dog. Kiss the dog. Kiss the dog. Creed damals war so ein bisschen problematischer. Die sind ja nun sehr groß gewesen damals und ja, da war nicht so, die waren auch nicht so herzlich miteinander und die waren sehr professionell und wir haben ja in 20.000er Hallen gespielt mit denen und da hatten wir schon die Arschkarte. Also man hat ja auch dann den Sound von vornherein, wo wir auf der Bühne waren, hat man sofort schlecht gemacht, leise gedreht, schlechtes Licht gehabt und so. Also es war die totale Arschkarte. Egal, hat trotzdem Spaß gemacht. Why do you throw your days away? 21 was not a good number. Conversation lost its head anyway. You are walking on a thin line, and you better avoid the risk. So shut your mouth and read my lips. We're
just keep. Do you talk to me? Pulling the strings so I can be your dog. You won't cover me up, 'cause I'm the girl who kissed the dog. Don't you talk to me? Drop the strings, don't wanna be your dog. You can't cover me up, 'cause I'm the girl who eats the scrub. Do you talk to me? Pull the strings so I can be your dog. You won't cover me up, 'cause I'm the girl who kissed the dog. Once more, 23 times my tree snatching number. Another girl's doesn't taste anymore. Oh little boy, I hate your sitcom. That's why I'm leaving this nested very sore. Do whatever you got to do. I'm through. The net has been is not for two. That's true. Do whatever you got to do. That's true. Do whatever you got to do. Do you talk to me? Do you talk to me? Irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie viel waren wir, 12 Leute da in einem Bus, einmal quer durch die Staaten, Tausende von Meilen. Und das halt nicht als Touri, sondern als, in Anführungsstrichen, Teil der arbeitenden Bevölkerung. Also nicht wirklich die schönsten Teile der Städte, wo wir dann waren, zu sehen. Und irgendwie in Washington auszusteigen und der Glenn, unser Tourmanager, sagt irgendwie, hier, Leute, passt mal auf, hier haben wir die größte Kriminalitätsrate und lauft mal nicht alleine los, sondern sagt mir mal immer Bescheid, dass wir zusammengehen. Und du denkst, hä? War aber toll, war auch wieder so ein ganz naives Drangehen, was sicherlich auch letztendlich dazu geführt hat, dass wir uns in manchen Sachen nicht so oder selber einfach ein bisschen im Wege gestanden haben. Das betrifft die erste wie auch die zweite USA-Tour. Also ich bin mir sicher, man hätte vielleicht auch noch mal richtig Fuß fassen können in Amiland, aber da hätte man auch in Amerika vielleicht bleiben müssen und das wollte keiner von uns, weil wir in Europa auch einfach erfolgreich waren. Das muss man nicht weggeben, nur um sich den amerikanischen Traum zu erfüllen. Underground, why do we ever need a man? It was
Dödel ab ist halt so Dödel ab geworden, weil das war ein Layout-Gesang von Sandra. Irgendwie hat Dödel ab gepasst und nichts anderes konnte es ersetzen. Das war einfach so. Wenn eine Band einen Song macht, wie der Dödel ab heißt, oder einen Song wie Kumbaya, dann ist die Band einfach diese lustige Band. Generell machen wir Songs planlos. Also wir machen jetzt keine Songs jetzt lass uns mal jetzt einen Fun-Punk-Song machen, sondern die entstehen einfach. Wir wissen meistens überhaupt nicht, wo es hingeht. Also wir sind nie eine Band gewesen, die sich fürchterlich zu ernst genommen hat und ich fand es manchmal einfach wirklich ungerechtfertigt, wie dann über uns hergezogen wurde. Wir haben uns diese Freiheit herausgenommen, von Anfang an das zu machen, was wir wollen. Und dazu gehören eben auch sehr ernsthafte Stücke, Balladen oder eben sehr krasse Nummern. Das finde ich, darum geht es in der Musik eben, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und das haben wir immer getan. Nach Dödel ab kriegte man dann ja böse von der Presse aufs Maul, weil man darf ja auch nicht lustig sein und man muss ja auch ernst sein als Rockband. Aber wir haben immer trotzdem eine lustige Komponente in der Band gehabt, fand ich. Halt dieses Naive und Freie. Natürlich geht das. Also alles geht und es ist nur die Frage, wie man das zusammenfügt. Mit Kumbaya war es natürlich so, dass wir da mit Michael Mittermeier was zusammen gemacht haben. Und na klar, da musste so ein Fun-Song bei rumkommen. Auf jeden Fall sind wir im Auto unterwegs. Wir nehmen einen Tramper mit und machen eine schöne Fahrt. Das ist aber schön gesagt, ihr nehmt einen Tramper mit. Ihr bindet mir die Beine zusammen und düst mich irgendwie Drag-Racing-mäßig irgendwie durch die Wüste. Also, wenn das Tramper mitnehmen ist, dann super. Wenn ihr das in Göttingen oder woher kommt so macht, dann Du hast dich aber gut gemacht. Also, echt so gut gemacht, das gell? hast du wirklich gut gemacht. Ja. Oh, ihr solltet mal den Parker sehen. Der ist verschlissen, der ist... I'm marching in. You don't know the fucking trouble I've seen. You're the savior, you're the real big player. And I'm standing here alone in the need of a prayer. Judgment is coming high. I heard a sucker rumbling in the sky. Kumbaya, 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 Kumbaya.
Kumbaya ist einfach ein Lied für die Welt und es ist ein Lied, das muss im Metal gespielt werden und leider gibt es Gospel Metal noch nicht. Deswegen gibt es jetzt. Und die Guanos sind halt die Besten. Das haben wir verdient. Kumbaya, das war eine schöne Kooperation mit ihm. Er hat uns gefragt, ob wir Bock haben und wir haben ja gesagt und sind einfach ins Studio gegangen, haben innerhalb von 2-3 Tagen halt diesen Song fertig gemacht und Feierabend. Nicht eine Band, die immer viel diskutiert hat, sondern wir haben immer eher dann gemacht. Also auch Sachen wie Dödelab, Kumba, Big in Japan, Meshuggah Soundtrack. Ich weiß nicht, wir waren so im Rennen oder sind auch nach wie vor im Rennen und es sind so, keine Ahnung, wie beim Marathon Sachen von außen rangereicht worden. Und ich habe gedacht, ja super, klasse, lass uns mal machen. Aber ich finde, wir haben da immer geschafft, unseren eigenen Stempel aufzudrücken und haben uns da nicht verbogen. Auch wenn viele Leute das vielleicht behaupten oder meinen, da Häme austeilen zu müssen. Ich stehe hinter allem, was wir gemacht haben. Und finde, das hat alles dazu geführt, dass wir letztendlich an dem Punkt angelangt sind, wo wir heute stehen. Ich habe den Anspruch, eigentlich so ein Spektrum abzudecken, mit verrückten Songs, mit melancholischen Songs, mit harten Songs, schnellen Songs, Fun-Songs. Ich möchte mich da in keine Schublade packen lassen. Also ich wusste schon, dass zu Beginn man uns als Spaßband irgendwie so hingestellt hat, Lords of the Boards, Fun-Sportarten etc. Und es ist ja auch ein Teil von uns, aber wie soll ich sagen, es hat mir nie so unbedingt gefallen, dass man uns nur so in eine Schublade steckt, weil eben viele Facetten drin waren. Deswegen habe ich von der Presse her natürlich beim 3. Album eigentlich erst das richtige Mal gemerkt, so dass wir jetzt irgendwie eine gestandene Band sind. Wir haben angefangen im Horus-Studio in Hannover. Wir sind dann für eigentlich fast den kompletten weiteren Teil der Aufnahmen im Area 51 Studio in Celle bei Tommy Newton gelandet, was sehr, sehr schön war, weil es ein bisschen auf dem Land war und wir Badminton spielen konnten, so ein bisschen zur Entspannung draußen und nett mit Barbecue. Das war sehr nett. Wir haben den Fehler gemacht, wir sind mit unfertigem Material schon reingegangen. Deswegen hat auch diese Platte, also wirklich bis Schreiben und Entstehung oder halt fertiges Masterband halt 1 Jahr gedauert. Dann sind wir nach Köln gegangen ins Studio 301 zum Mischen und nebenbei Aufnahmen fertig machen. Da sind dann die Toten Hosen wieder reingegangen, um ihre Platte fertig zu machen. Deswegen sind wir dann nach Hamburg geflüchtet sozusagen ins Homestudio und haben da die Platte fertig gemischt und auch noch letzte Aufnahmen fertiggestellt. Guano Apes ist wahrscheinlich fürchterlich halt irgendwie Studio, weil es immer stressig ist, weil alle sind so eigen und wollen halt auch ihr Ding durchziehen. Davon nehme ich mich natürlich auch nicht aus. Und den Erfolgsdruck, den man sich selber macht, ist da halt gerade bei den Guano Apes sehr, sehr extrem hoch.
Das ist auf jeden Fall das Reifste, was wir gemacht haben und das ist eigentlich auch mein Lieblingsalbum. Die Songs sind gut und wir sind letztendlich da angekommen, wo ich hin wollte. Also musikalisch und technisch und vom Gefühl her auch. Die Intensität jedes Songs, sie ist da. Und, also finde ich. Und also ich finde, es ist auf jeden Fall das Gelungenste für mich so gesehen. Das ist ein Zwischenstand. Das ist irgendwie so ein Snapshot, so ein Schnappschuss, den man da macht von der Zeit und der Phase, in der eine Band sich befindet und was man bis dahin erarbeitet hat. Und ich finde nicht, dass man da in irgendeiner Form sich für irgendwas rechtfertigen oder entschuldigen oder sonst was muss oder für sich mit sich selber da zu hart ins Gericht gehen sollte. Ich denke, dass wir viel gegeben haben und dass wir auch 3 großartige Platten gemacht haben. Wenn man die Platte fertig hat, muss man sie komplett neu lernen. Weil im Studio ganz viele Sachen passieren, die man so live gar nicht reproduzieren kann und auch gar nicht reproduzieren möchte und muss. Und dann heißt es immer, speziell für Gitarre und Gesang, sich wieder neu darauf vorzubereiten, natürlich für die anderen auch. Für uns als Band ist es, glaube ich, nur wichtig, einfach nur auf Tour zu sein. Sei es auch wirklich egal, im kleinen Club, wo du vor 300 Leuten spielst oder halt auf Festivals, wo du vor 30.000 spielst, sondern einfach nur zusammen was schaffen, unterwegs zu sein. Jedes Konzert ist ja anders, wenn du spielst. Jeden Abend einfach nur halt zusammen mit den Leuten eine schöne Party zu haben und zusammen auf der Bühne Spaß zu haben. Also ich glaube, das ist scheißegal, in welchem Land du halt erfolgreich bist oder vor welchem Publikum. Wir wollen einfach nur da sein, um halt mit Leuten zusammen eine Party zu machen. Also Anne von meinem lieben Freund im Mikrofon. Ich habe einen Namen gegeben und das heißt Dick. That's what I'm forced to do.
eigentlich bin ich von Natur aus ehrlich und finde, Musik muss man nicht tralala singen zu irgendeinem Playback. Das finde ich eigentlich dummes Zeug. Spiel nie Playback. Also, das hier sind 2 Becken aufeinander gepappt. Hier und unten auch nochmal. Und hier sind so ganz komische Dinger drauf, die machen halt alles tot. Manchmal ging es gar nicht anders, weil Sodom oder so oder andere Veranstaltungen, die hatten gar nicht die Möglichkeit, Live-Bands da über den Äther zu schicken. Oder hatten vielleicht die Möglichkeiten, aber überhaupt gar keine Erfahrung und gar nicht das Equipment und wollten auch überhaupt gar nicht. Die wollten einfach nur los drauf auf die Bühne, runtergedaddelt und wieder runter. Das war wirklich eine große Show und wen hat das live interessiert? So halt dann Späße rausgemacht, dann habe ich halt mal Schlagzeug gespielt und Dennis hat Gitarre gespielt und haben wir halt so Instrumente getauscht und so. Das war dann für mich okay, dann hat man halt so das dann, damit die Fans dann auch wirklich sehen, okay, das ist Playback und das ist nur Verarschung und ja, ich meine, die Veranstalter an sich oder selber haben das überhaupt nicht gemerkt. Ne, für die war das ganz natürlich, dass ich jetzt auf einmal hinterm Schlagzeug sitze und so. Für die ist das, die Bands an sich sind ja gar nicht interessanter. Also, Hauptsache, da passiert irgendwas auf der Bühne. Ne? Alle Live-Aufnahmen, die wir vorher schon mal veröffentlicht haben, das waren immer so Kompromisse, weil die haben nicht wirklich gut geklungen, die waren dann so ein bisschen zurechtgemischt. Und bei der letzten Tour haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen ein vernünftiges Recording-System mit, schneiden die besten Shows zusammen. Wir wollten ursprünglich nicht eine Show machen, sondern halt eigentlich einen Mischmasch aus vielen verschiedenen Shows, die beste Aufnahme wählen. Aber stellte sich heraus, dass das einfach blöd ist, das zerreißt auch eine Live-Platte, wenn halt einzelne Tracks aus unterschiedlichen Städten dabei sind. Und dann ging Palladium, wurde auch mitgeschnitten, die Köln-Show vom Fernsehen her. Und da haben wir gesagt, okay, da haben wir auch einigermaßen gut gespielt. Dann können wir die jetzt auch mischen und machen eine Live-Platte. Wir haben einfach verdammt viele Fans, die auch immer zu den Konzerten kommen und die uns als Liveband auch wirklich verstehen, weil wir live einfach nochmal irgendwie anders sind. Und ich will sogar sagen, dass wir der Live-Sound und wie wir auf der Bühne sind, einfach auch ehrlich und richtig klingen, so wie wir klingen müssen. Und von daher finde ich diese Live-Geschichte eigentlich ziemlich gut. Wir haben am Anfang gut Gas gemacht und dann kam dieses Problem, dass man halt sich immer mehr entfernt hat voneinander, dass man auch nicht mehr vernünftig miteinander kommuniziert hat und ab dem Moment hat man eigentlich immer nur auf Sparflamme gearbeitet und auch musiziert. Also Guano Apes, finde ich, hätte noch viel mehr Gas machen können, viel mehr erreichen. Und weil wir nur auf halbe Sparflamme gefahren sind, gibt es diese Band wahrscheinlich noch bis zu diesem Zeitpunkt. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich in 5 Jahren schon aufgelöst.
Das war halt, Henning ist ja Lehrerkind und sehr diplomatisch und versucht dann auf die Leute einzugehen und so. Und Dennis ist sehr aufbrausend und da wird, was er denkt, das kommt sofort raus. Und Sandra ist da ähnlich. Und ich brauche halt erstmal so, ich höre mir vieles an und so. Und wenn es mir dann reicht es mir auch. Dann wird dann auch mal Tacheles geredet. Leben auf der Überholspur gewesen, die letzten, ja eigentlich sind es 10 Jahre. Also die Band besteht dieses Jahr wirklich tatsächlich seit 10 Jahren und es ist, weiß ich nicht, das ist ein absoluter Wahnsinn. Also ich fühle mich da in so einem Strudel von rund um Musik und rund um die Band und ich kann das nicht, kann jetzt noch kein Fazit ziehen. Will ich auch gar nicht. Ich finde, bei Ground Apes ist vieles noch nicht oder ganz vieles ist noch nicht angesprochen oder durchgesprochen und musikalisch noch lange nicht. Und ja, persönlich müssten wir eigentlich auch viel mehr miteinander reden. Aber generell glaube ich, dass wir, wenn wir wollten, könnten wir noch viel mehr erreichen. Musikalisch weiß ich, dass das ein unerschöpflicher Topf ist. Und was soll ich sagen? Also Musik machen ist schon irgendwie, es hat eine Chemie. Und wie unterschiedlich die Leute auch sind, diese Chemie ist halt immer da gewesen. Auch wenn wir uns vielleicht nicht immer verstanden haben. Aber mir ging es auch immer um die Musik. Und da verstehen wir uns eigentlich blendend. Und dieses Geben und Nehmen mit den Tönen ist einfach sehr schön. Und ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial immer noch drin ist.